Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich möchte euch heute Kapitel 4 von Question Beauty vorstellen. Chapter 4, The Garden of Iridescent Wings. Gar nicht so leicht auszusprechen. Ich habe die Palette bei Question Beauty direkt bestellt. Ich habe euch in einem der vergangenen Videos auch schon mal kurz ein bisschen dazu was erzählt, warum ich in Zukunft nicht mehr bei Question Beauty bestellen werde. Zum einen war es so, dass ich in der Vergangenheit mal eine kleine Zusammenarbeit mit Question Beauty hatte. Sie haben mir, glaube ich, die Chapter 2 Palette damals zugeschickt, nachdem sie bei meiner ersten Review zur Chapter 1 da sehr begeistert waren, ihnen die Sachen gut gefallen haben, haben sie mir die zweite zugeschickt. Ich habe wieder Content gemacht, sie haben den Content wie auch bei der Palette 1 gerepostet und als es dann um Chapter 3 ging, habe ich dann mal angefragt, ob sie mir die wieder im PR schicken wollen und dann war es so ein bisschen zurückhaltend das Ganze. Es war so, wir müssen mal gucken, die PR-Liste steht noch nicht fest, aber kannst du uns bitte auf Trustpilot eine Bewertung schreiben? Fand ich ein bisschen komisch. Dann haben sie gesagt, sie melden sich, dann haben sie sich ewig nicht gemeldet und ich habe dann halt irgendwann nochmal gefragt, da hieß es ja, sie wissen es immer noch nicht oder es kam, glaube ich, gar keine Antwort, ich weiß schon gar nicht mehr, es ist länger her. Ich habe dann auf jeden Fall ihnen nochmal geschrieben, dass ich mir die jetzt selbst gekauft habe und ich Content für sie machen würde, aber nur noch gegen Bezahlung, das wollten sie dann nicht, da habe ich gesagt, gut, dann halt nicht. Dann habe ich mir die Chapter 4 jetzt aber trotzdem gekauft, weil ich sie sehr, sehr schön finde, weil ich weiterhin die Qualität auch sehr gut finde und so das ganze Packaging und das ganze, ja, wie die Paletten gestaltet sind, sehr gerne mag. Und ich habe sie mir eben bei Question Beauty direkt bestellt, weil ich auch noch ein paar Face Jams mitbestellen wollte. Ich deswegen nicht bei Monolith bestellen wollte, zumal das jetzt echt sich lang gezogen hat. Ich dachte eigentlich schon, die kommt irgendwie im Juni bei Monolith. Kam sie nicht, kommt jetzt erst oder kam jetzt, wenn ihr das Video seht, am 16. August auch zu Monolith. Da komme ich gleich noch genauer zu. Und ja, ich habe dann irgendwie mir gedacht, nee, ich bestelle sie bei Question Beauty. Dann war es so, dass kurz danach eine Mail kam, dass sie eben bei Monolith im Juni-Lounge wohl dabei sein wird, was am Ende jetzt nicht so war. Dann habe ich gedacht, ja, dann storniere ich sie vielleicht doch bei Question Beauty. Eigentlich ist es Blödsinn, die zu kaufen, wenn ich sie als PR über Monolith kriegen kann. Habe dann wirklich 2-3 Stunden nach meiner Bestellung Question Beauty geschrieben und gefragt, ob sie die Bestellung stornieren können. Nach langem Hin und Her war das dann nicht möglich. Es hieß, es sei schon alles verarbeitet worden. Ich habe dann weitere, ich glaube, 6 Tage gewartet, habe keine Versandbestätigung bekommen, habe dann nochmal nachgefragt, ja, wie das denn sein kann, wenn die Bestellung schon bearbeitet wurde, dass jetzt immer noch nichts versendet ist. Und dann 2 Stunden später habe ich die Versandbestätigung bekommen und ein bisschen pumpige Mail, dass es doch jetzt alles läuft. Es war einfach ein bisschen komisch von der Kommunikation, sowohl damals auf Instagram als auch dann in den Mails. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich nicht mehr so ein gutes Gefühl, da direkt beim Shop zu bestellen. Über Monolith, ja, am Ende supportet man natürlich trotzdem die Marke, aber mir gefallen die Paletten gut. Ich werde wahrscheinlich trotzdem auch die zukünftigen mir bestellen. Ich habe gesehen, Chapter 5 ist gerade schon in der Mache oder kommt bald raus und soll wohl dann mit einem Phönix sein. Ich habe schon viele Rottöne und so gesehen. Haben sie auf Instagram schon mal so kleine Sneak Peeks gepostet. Sieht auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr spannend aus. Aber heute wollen wir jetzt erstmal Chapter 4 machen. Ich habe sie mir dann eben geholt. Sie ist bei mir angekommen und ich habe dann einfach nicht so die Priorität auf diese Palette gesetzt, aufgrund des ganzen Verhaltens von Question Beauty mir gegenüber. Und dann hatte ich aber viele andere Sachen, die für mich eher Vorrang hatten und habe die zuerst gemacht. Und jetzt ist es aber so, dass im August tatsächlich bei Monolith eben auch diese Chapter 4 Palette endlich launcht. Das hat sich einfach alles verzögert. Das ist mit Question Beauty wohl auch dort manchmal nicht so einfach mit dem Versand und allem drum und dran. Aber jetzt ist sie da und ihr könnt sie bei Monolith shoppen für 67,50 Euro. Das erstmal als kleines Vorgeplänkel. Wir kommen jetzt aber zum Packaging des Ganzen. Ihr habt es gerade schon gesehen, das hier ist wieder die Umverpackung. Die sieht immer so aus, dass wir hier den Schriftzug haben in weiß und dann in Gold eigentlich so diese Tierchen, die für diese Palette stehen. Hier sind es also 2 so Käfer mit diesen changierenden Panzern. Hier alles in Gold. Die Verpackung finde ich immer so langweilig. Deswegen behalte ich die meistens nicht, weil mir die nicht so gut gefällt. Umso schöner finde ich dafür diese Palette per se. Da ist es halt nur super schade, dass der Name nirgendwo mehr draufsteht. Wir haben hier hinten die Shade-Namen. Vorne das Bild, was wir uns gleich anschauen, aber der Name steht nirgendwo auch mehr auf der Palette. Das finde ich sehr schade, weswegen ich jedes Mal dann überlege, ob ich diesen Karton behalte. Aber dann einfach nur so, dann stehen die alle im Regal und ich habe einfach nur so schwarze nebeneinander. Ach, ich mag es auch nicht, wenn an der Seite, fände ich es schön, wenn irgendwie der Name stehen würde, dass wenn sie schon nebeneinander stehen, dass ich auf einen Blick sehe, welche Palette ist es denn. Ja, also mit diesem ganzen Umverpackungsding bin ich nicht ganz so happy, aber die Palette per se finde ich immer sehr, sehr schön. Wir haben immer hier auf diesem durchsichtigen Plastikdeckel halt die entsprechenden Tiere, Motive abgebildet. Wir hatten ja schon die Drachen, wir hatten eine Motte, wir hatten Quallen und jetzt haben wir eben diese Käfer. Wir sehen wirklich auf den Panzern alle Farben des Regenbogens changieren, einen großen, 2 kleine Käfer und wie immer ist es so eine Platte zum Abschieben und darunter kommt die Color Story zum Vorschein. Und ich muss sagen, je öfter ich sie anschaue, umso besser gefällt sie mir tatsächlich. Wir haben auch so ein bisschen was Neutrales mit den Brauntönen, so einen sehr dunklen Grünton, wo ich zuerst dachte, das wäre ein Schwarz, aber das ist wirklich ein sehr, sehr dunkler Grünton, ein dunkles Blau und dann noch jeweils ein kräftiger Grün- und ein Blauton. Also gar keine irgendwie
warmen Töne so richtig mit drinnen, wo man vielleicht denken könnte, ja, das passt doch dann ganz gut hier zu den oben. Dazu haben wir gar nicht so richtig da, sondern wir sind so in dieser Blau-Grün-Richtung geblieben, was ich gar nicht so schlecht finde. Die Schimmertöne sind 5 changierende Multichromes. Wir haben hier bei euch, sieht er total Petrol aus. Ich versuche es mal ein bisschen zu senken. Da seht ihr, kommt es jetzt ein bisschen lila. Dann der hier sehr giftgrün bei euch. Wenn ich ihn senke, seht ihr, es wird ein bisschen Petrol. Der hier für euch jetzt sehr orange. Wir probieren es mal wieder so. Ja, kriegt was Rötliches, aber bei mir, wenn ich drauf schaue, ich sehe den in sehr einem Grün. Da jetzt sieht ihr es vielleicht. Wir haben hier so was Orange-Rotes. Vom Changieren her so ein Gold, Orange, Rot. Und der oberste so ein lila Grün-Shift. Ich glaube, in den Swatches, die ich euch dann gleich zeige, kann man dieses Shifts ganz gut erkennen. Ich kriege es jetzt gerade nicht so gut gezeigt. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Color Story. Ich finde sie sehr passend zum Thema. Also ich finde, gerade diese changierenden Schimmertöne greifen sehr gut diesen Panzer der Käfer auf und mir gefällt sie gut und deswegen wollte ich sie auch haben, um meine Sammlung der Question Beauty Paletten zu ergänzen. Wenn euch die anderen 3 Paletten von Question Beauty interessieren, ich werde euch alle Reviews mal unten in die Infobox packen. Es gab zum Beispiel auch ein Palettenbingo mit allen 3 Paletten. Das verlinke ich euch auch unten. Da könnt ihr euch gerne mal durchklicken, wenn ihr da Interesse dran habt. Wir haben, muss man sagen, bei den Schimmertönen finde ich auch diesmal ganz angenehme Texturen. Wir hatten sonst bei Question Beauty ja oft, dass die so ein bisschen flaky sind. Hier muss man sagen, sind gerade diese 3 hier super fein, die ein bisschen mehr flaky, aber voll im Rahmen, trotzdem sehr angenehm und trotzdem noch sehr fein eigentlich. Also nicht mehr zu vergleichen mit teilweise anderen Shades, die wir in den ersten Question Beauty Paletten hatten. Ich bin hier sehr gut zurechtgekommen mit den Schimmertönen, kann also bei den Swatches sagen, wunderbar lief das Ganze. Die matten Shades sind butterig, weich, intensiv. Auch gerade diese helleren Töne haben mir sehr gut gefallen. Die Schimmertöne ließen sich alle ganz toll auftragen. Eben ein sehr teilweise sehr foliertes, feines Finish. Hier ein bisschen gröber, aber nicht, wirklich nicht schlimm. Also ich bin da ja sehr kritisch bei so flaky Shades, aber die haben sehr gut funktioniert und mir hat das Swatchen sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt unglaublich drauf, diese Palette auszuprobieren. Ich möchte den Augenlook ein bisschen simpler vielleicht gestalten. Also ich glaube, es wird einfach nur Lidschatten ohne Cut Crease, ohne irgendwie sonst was, sondern einfach so ein bisschen mehr Basic. Weil ich möchte dann gerne noch hier mir einen Käfer draufmalen. Vielleicht erinnert ihr euch, es ist schon sehr, sehr lange her, ich habe mal so einen Look geschminkt mit einer Biene. Da war ich noch gar nicht auf YouTube, das war wirklich nur meine Instagram-Zeit. Und da ist eben so eine kleine Biene zwischen meinen Augen gelandet. Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe gedacht, das ist auch eine coole Idee für den Look heute. Da irgendwie dann so einen Käfer mit so irisierenden Schimmertönen auf meinen Nasenrücken zu malen. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Mal schauen, wie es klappt, auch jetzt zeitlich. Ich bin eigentlich ganz gut drin, vor allem, weil der Look jetzt, glaube ich, ziemlich schnell gehen wird und dann kann ich mich ordentlich noch an den Schminktisch setzen und diesen kleinen Käfer malen. Aber jetzt hole ich euch erstmal näher ran und wir starten mit dem Make-up-Tutorial. Und ich starte auch erstmal mit dem dunklen Grünton Wings at Dawn. Es soll ein bisschen ein dunklerer Look werden und dann eben aber sehr viel so irisierende Schimmer sollen mit dabei sein. Ich finde jetzt auf dem Lid kommt es sogar besser raus, dass es ein Grün ist. Ich finde in der Palette wirkt es trotzdem erstmal sehr schwarz, aber man erkennt schon, dass das so ein dunkler Grünton ist. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, was für eine Form ich mache. Ob ich einen eher runden Augenlook mache oder ob ich es ein bisschen auswinge. Ich glaube, ich mache es so ein bisschen, nicht richtig wingartig, aber dass ich so eher die Lidschatten ein bisschen so spitz nach oben ziehe. Und das Ganze will ich jetzt auch ein bisschen ausblenden und nehme dafür die braune Shade Scarab Silk. Wirklich nur ganz, ganz wenig auf. Und gehe mit dem so ein bisschen da drum. Wobei vielleicht blende ich es auch mit dem hellgrün aus. Könnte auch gut aussehen. Aber jetzt gehe ich erstmal so ein bisschen, mache ich so was bräunliches dahin. Ich mache es, glaube ich, mal so. Ich gehe hinten schon wirklich mit dem Braun gut hin und lasse es nach oben aber mal noch ein bisschen frei. Ich nehme auch ein bisschen noch mal von diesem grün-braun-Mix, so ein bisschen hier unten. Ich bleibe jetzt erstmal matt und gehe mal in den dunkelblauen, das ist Night Garden, und nehme den hier so ein bisschen hin.
Dann ein bisschen in Winged Light, hellere Blauton. Schauen wir, vielleicht kriegen wir sogar alle Shades in diesem Look unter. Den blende ich so ein bisschen und ziehe noch ein bisschen nach vorne. Und vorne möchte ich aber mit dem giftigen Grün gehen, das ist Exoshell. Und jetzt mit den Schimmern schauen wir mal, wie es dann aussieht. Ich nehme mir einen Glitterglue auf jeden Fall. Den trage ich auf das bewegliche Lid auf. Und wo ich ihn aber auch noch auftrage, ist ein bisschen am unteren Wimpernkranz. Und zwar so ein bisschen hier über diese Blau-Grün-Töne. Also nicht ganz vorne über das helle Grün, sondern da so ein bisschen, wo das Grün mit dem Blau sich vermischt. Ja, und ich glaube wirklich, dass wir für diesen Look alle Shades benutzen aus der Palette. Ich starte jetzt nämlich einfach mal mit dem rötlichen Schiff, der so einen Rot-Orange-Braun-Mix hat. Lila auch. Der kommt hier hinten hin. Oh, die sehen schon toll aus, ne? Ich mache jetzt erstmal die Schimmertöne drauf und dann verblende ich das alles noch ein bisschen mit den Rändern. Dann kommt diese Orangene, das ist ein bisschen gröber, aber auf dem Pinsel habe ich trotzdem jetzt viele feine Flakes. Der kommt dann als nächstes dahin. Wobei ich, wenn ich das jetzt so sehe, glaube ich, von dem gar nicht so viel haben will. Ich glaube, da muss ich gleich mal schauen, dass ich noch mal ein bisschen mit diesem Lilanen drüber gehe und vorne auch ein bisschen mehr mit dem anderen drüber. Das ist so ein bisschen jetzt eine Übergangsfarbe, aber ich glaube, der ist mir zu viel. Ich glaube, der ist mir zu orange, zu feurig. Das ist nicht das, was ich in dem Look haben will. Das heißt, dann gehe ich in Living Jewel. Der hat jetzt so dieses grün, gold, gelb. Und jetzt schaue ich, dass ich den so ein bisschen über dieses Orange drüber tue. Das ist mir, glaube ich, tatsächlich wirklich zu feurig, zu so sehr flammenmäßig. Und nicht so ganz das, was ich hier haben will. Ich versuche jetzt mehr so diesen grün-goldenen in dieses Pink so reinzustreichen. Ja, und der Orange, den wird man noch so ein bisschen dazwischen als einen Übergang funkeln sehen, aber den will ich jetzt nicht so intensiv haben. Ist aber schon sehr schön auf dem Lid. Ich schaue jetzt, dass ich den goldgrünen Schimmer noch ein bisschen mit einem Blenderpinsel aufnehme, um den auch so ein bisschen nach oben in die Lidfalte reinzuarbeiten. Und ich nehme auch ein bisschen was von dem gleichen Ton jetzt auch nochmal Richtung Inner Corner, ganz vorsichtig aber reintupfen. Den nehme ich jetzt nämlich auch auf den matten Grünton und schaue jetzt einfach, dass ich die so ein bisschen ineinander reinlaufen lasse. Und hinten brauche ich ein bisschen nochmal was von dem braunen matten Ton. Und den tupfe ich so ein bisschen über diese Schimmertöne auf, ein bisschen so in die Lidfalte reinblenden. Einfach nur, um einen schönen Übergang hinzukriegen. Aber das sieht schon ganz schön, wirklich wie ein Käferpanzergefunkel aus auf meinen Lidern. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und ihr erinnert euch, ich hatte ja auch unten ein bisschen Glitterglue hingemacht. Und da nehme ich jetzt ja so dieser grün Petrol-Shiften da. Den packe ich jetzt hier unten hin. Und nehme mir auch zuletzt, damit ich sie alle genommen habe, noch den sehr dunklen, der so ein blau-lila hat. Und trage den da auch einfach noch ein bisschen auf am Übergang. Also dafür, wie viel Schimmer ich jetzt da so überall genommen habe, finde ich, hält sich das Fallout sehr in Grenzen. Ich habe hier ein bisschen was, aber jetzt nicht so dramatisch. Das ging jetzt heute sehr, sehr flott, sehr schnell. Ich gucke mal, ob ich noch vielleicht ein bisschen was ändere. Ich glaube, ich werde noch vielleicht ein bisschen am Blending außen arbeiten, dass ich noch ein bisschen das Ganze ausblende. Aber so ist jetzt erstmal der Lidschattenlook. Ich habe alle Shades benutzt und mache das Ganze jetzt mal fertig. Das ist mein fertiger Look mit der Garden of Iridescent Wings Palette. Und es ist mal echt eine Ausnahme. Ich habe keine Steinchen hinzugefügt, keine Liner, habe gar nichts mehr gemacht, sondern habe einfach jetzt nur diese Farben den Look für sich sprechen lassen. Auf die Wasserlinie ist es hier von LA Girl The Pastel Dreams Outer Liner in Mint geworden. Auf die Wimpern von BH Cosmetics die
den Steel Flex aus der 1991-Kollektion. Den habe ich lange nicht mehr getragen, weil mir der eigentlich mittlerweile zu viel ist. Aber da ich bei dem Look jetzt eben wenig mit Liner und sowas gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, da dürfen jetzt auch einfach ein bisschen mehr Wimpern mal sein und so ein bisschen intensiver das Ganze noch sein. Auf die Wangen habe ich einmal den Classy Cloudberry Blush von Cinch Beauty aus der Evocative-Reihe und ich habe diesmal tatsächlich auch ein bisschen Highlighter aufgetragen. Mache ich ja super selten. Ich weiß auch nicht, ob man den so sehr sieht. Das ist der aus der Conjuring-Reihe von Lethal Cosmetics. Und auf die Lippen habe ich einmal einen Lip Liner hier von Essence. Das ist der 8-Hour Matte Comfort Lip Liner in Clouded. Und habe dann noch einen grünlichen Lipgloss drüber gegeben. Das ist von Colourpop aus der Rapunzel-Reihe, der Pascal Lipgloss. Der bringt nämlich noch so ein bisschen, ja wirklich so einen leicht goldgrünen Schimmer drauf. Und ich finde, das passt ganz gut zum Augen-Make-up und greift das nochmal schön auf. Ja, was soll ich sagen? Ich finde den Look wirklich sehr schön. Also er ist halt einfach nur jetzt viele Lidschatten auf dem Lid, viele Schimmertöne, viele richtig funkelnde, changierende Shades. Ich finde den Verlauf sehr schön, sowohl oben auf dem Lid als auch unten. Dieser Verlauf, der entstanden ist, so leicht in dieses auch schon was Bläuliche rein. Ich mag, dass das hinten so dunkel und tief ist, dass wir vorne so mehr die bunten Farben haben. Dieses knallige Grün im Inner Corner gefällt mir sehr gut. Und ich finde es einen sehr guten und passenden Look zu der Palette. Ich finde, dass es schon so ein bisschen dieses Changierende von so Käferpanzern mit aufgreift. Von dem her bin ich happy mit dem Ergebnis und ich freue mich jetzt sehr darauf, diesen Käfer noch drauf zu malen. Keine Ahnung, wie gut das klappen wird. Ich bin einfach mal optimistisch. Und wenn es gut geklappt hat, blende ich euch hier mal einfach das Ergebnis ein. Dann könnt ihr euch ja mal mit anschauen, wie mein Käfer geworden ist. Und wir kommen jetzt dann aber auch zum Fazit der Palette. Ich finde das Packaging wie immer sehr schön. Ich mag diese Optik, dieses Packaging mit dieser Schiebeplatte. Finde ich irgendwie ganz cool gemacht. Ich finde hier auch wieder ein schönes Motiv mit diesen Käfern. Ich finde, dass es fast ein bisschen zu sehr Rainbow-artig ist, der Panzer. Also ich finde es ist ein bisschen zu viel pink, lila und so. Ich hätte es ein bisschen mehr so in diese grünlichen Töne, glaube ich, gemacht und nur ganz leicht so ein bisschen die anderen Shades auch mit reingebracht. So ist es schon sehr, sehr pinklastig, der Panzer. Aber das ist nur so am Rande. Dann finde ich die Color Story ziemlich cool. Man, finde ich, erwartet ein bisschen was anderes vielleicht. Aber mir gefällt sie gut. Wir haben kräftige, helle Farben für Pop of Color. Wir haben schön dunkle Farben zum Intensivieren. Wir haben ganz tolle, spannende Schimmer-Shades mit tollen, changierenden Effekten. Gerade wenn man die auch so ein bisschen als Toprig über die anderen Shades aufträgt, können die nochmal so ein bisschen anderen Shift kriegen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und von der Qualität war ich jetzt auch wirklich sehr angetan. Also ich finde, die haben sich gut auftragen lassen. Die waren intensiv. Da war viel Farbabgabe da. Die haben sich gut ausblenden lassen mit den Schimmertönen. Ich habe ja alle benutzt, bin ich gut zurechtgekommen. Eben, obwohl ich ja gesagt habe, die beiden hier sind ein bisschen flakier von der Textur, hat das sich wunderbar auf dem Lid auftragen lassen. Da hat sich nichts verklebt, nichts irgendwie komisch abgesetzt, wie ich es manchmal habe bei so flaky Shades. Also die haben sehr gut funktioniert und die sehr feinen sowieso. Ich bin sehr zufrieden mit der Palette und mit der Qualität und finde schon, dass man auch merkt, dass sich die Qualität der Question Beauty Paletten doch immer weiter steigert. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Chapter 5 und was da uns für eine Phoenix Palette dann genau erwarten wird. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, wie euch die Palette gefällt, ob ihr euch eine der Chapter-Paletten schon mal geholt habt, wenn ja, welche, ob ihr euch die geholt habt, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht. Wie findet ihr meinen Look heute, wie gefällt er euch, wie findet ihr es, dass ich mal wirklich alle Shades aus der Palette mit eingebaut habe in den Look. All das in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf, von euch zu lesen und mich mit euch auszutauschen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.